Also wir gucken in die Kamera und sagen Hallo, oder? Ach so, ja, hi. Baugefühle. Dein Podcast für Projektwissen mit Unterhaltung rund um den Bau. Und manchmal auch mehr. So, jetzt, hi, da sind wir wieder mit unserer Reihe Malte zu Besuch. Malte? Ja. Willst du auch nochmal unsere Brasilianer ganz kurz begrüßen? Grüß dich, ja. Sejam bem-vindos de volta, né? A gente nunca foi embora, a gente ainda tá aqui com as mesmas roupas, a mesma barba, mas a gente vai continuar. Was, du warst beim Konnichiwa? Bitte? Konnichiwa und er war beim Barber, also beim Friseur. Ne? Das habe ich so mitbekommen. Malte ist gerade zu Besuch aus Brasilien, macht unsere Content Creation, Geschichten, Mediengestaltung, all die Themen, unterstützt uns in allem, was auch Social Media betrifft. Malte ist Quereinsteiger und wir wollen Malte zu dem besten Content Creator machen für uns. Und deswegen coachen wir Malte mit unserem Produkt, dass Malte genau einer von uns wird und weiß, was wir tagtäglich machen. Und von daher, Malte, herzlich willkommen. Schön, dass du unser Studio eingerichtet hast, muss ich auch nochmal sagen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich hier einmal rumgucke. Es ist alles recht simpel, sagen wir mal, aber es funktioniert. Und das ist das Wichtige. Ja. Die Kollegen stehen schon Schlange, ne? Also ich habe es gesehen, die wollen ja auch mal rein. Die meisten haben super viel Equipment und das veraltet dann, weil sie es nicht nutzen. Ne? Und das ist auch so, muss ich hier an der Stelle auch nochmal sagen. Wir haben statistisch, ich habe einen sehr bekannten Coach, habe ich das mal diskutiert und er hat mir tatsächlich dann auch eine Auswertung gegeben. Die meisten, die Coachings kaufen oder teilnehmen, fangen damit nichts an. Deswegen ist meine große Bitte, fangt mit dem, was wir euch geben, fangt damit was an. Uns liegt sehr viel am Herzen, dass ihr das in der Praxis anwendet. Uns liegt sehr viel am Herzen, dass ihr zum Erfolg kommt. Deswegen unterstützen wir auch. Also wir bieten auch WhatsApp-Gruppen, Communities, all die Themen an, um Informationsaustausch zu machen. Das hängt immer davon ab, was für Paket, an welchem Paket ihr teilnehmt oder was für ein Paket für euch zugeschnitten ist. Und für uns ist einfach wichtig, dass die Leute zum Erfolg kommen. Wir wollen overdelivern. Da, wo es geht, eigentlich überall wollen wir overdelivern, dass die Leute sagen, hey, ich habe echt für mein Geld was bekommen, was cool ist. Wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid, gebt uns Bescheid. Aber vielmehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch zufrieden seid und uns darüber informiert. Daumen hoch, uns folgt auf Social Media und so weiter. Absolut. Wir können auch Malte folgen. Auch Malte hat einen Insta-Kanal. Natürlich. Malte hat auch bei uns eine Hotline. Das heißt, wenn ihr auch einfach mal auf indirekten Wege euch erkundigen wollt, hey, wie liest denn Malte oder wo stehst du denn gerade? War es anstrengend? War es nervig? Wie ist der Clemens so von der Persönlichkeit oder so? Fragt Malte, der ist super ehrlich, der nimmt kein Blatt für den Mund. Und vielleicht trefft ihr auch Malte mal so oder seid in Sao Paulo. Ich sag mal so, bringt euch Zeit mit. Okay? Also wenn wir darüber reden wollen, bringt euch Zeit mit auf jeden Fall. Nee, sehr cool. Malte, lass starten. Wir haben ein weiteres Modul, also einen weiteren Inhalt in unserer Seminarreihe, der dreht sich um die Projektentwicklung. Ich habe ja in anderen Videoreihen schon erklärt, ich unterscheide zwischen Projektsteuerer, Projektentwickler. Also das sind so die Hauptsäulen von dem Ganzen, worüber sich dann auch Projektmanagement aufbaut oder auch der Projektleiter, ja, wie zum Beispiel bei einem Bauherr, Auftraggeber. Und deswegen grundsätzlich unterscheide ich zwischen Projektentwickler und Projektsteuerer. Und dieses Wissen möchte ich oder diese Sichtweise möchte ich einfach vermitteln. So, ne? Also es ist auch immer aktueller Stand von heute, von der Aufnahme. Wenn sich irgendwelche Themen erneuern, wenn wir neue Sichtweisen haben, teilen wir die gerne mit. Von daher schaut immer wieder in unsere Kanäle rein. Genau, aktuell August 2025. Genau. Das ist der Stand, ne? Ja, genau. So, Modul Projektentwicklung haben wir in verschiedene Themen aufgegliedert. Das erste Thema wäre Bestandsteile. Und da möchte ich dich einmal fragen, was verstehst denn du unter Bestandsteile von einer Projektentwicklung? Also was könnte dir da einfallen, woraus besteht so eine Projektentwicklung? Also über Projektentwicklung und Projektplanung haben wir ja schon gesprochen, die Unterschiede, genau. Über die Phase, welche Phase zum Beispiel ist Projektentwicklung? Die ist natürlich davor, ne? Ganz am Anfang ist die Projektentwicklung. Okay. Genau, deswegen, damit startet man im Prinzip. Und was sind die Bestandteile? Also definitiv eine Sache, wenn ich jetzt mal überlege, wenn man ein Projekt entwickelt, wir sind ja hier in der Baubranche, dann braucht man sicherlich ein Grundstück, kann ich mir vorstellen. Das ist ja oft das A und O oder eine Immobilie, ich weiß nicht, die man vielleicht abreißt. Also schon mal eine gute Ausgangslage. Also ja. Wenn du kein Grundstück hast, dann ist es weiter ein Bestandteil, den musst du dann finden in der Projektentwicklung. Okay. Aber wenn du ein Grundstück hast, ist eine gute Ausgangslage. Genau, super, ja. Okay, gut. Aufschreiben schön. Ein Punkt für Malte. Tja, was braucht man sonst? Mir wird jetzt einfallen... Ich bin froh, dass du sagst, ein Punkt für Malte und nicht ein Caipirinha für Malte. Achso, den gibt es später. Dass morgen dann wieder hier da ist ja noch was 4 Stunden länger brauchst zum Aufstehen. Okay.
Geld, oder? Geld braucht man doch immer. Oder ist das? Geld brauchst du immer, ja. Ja. Aber ja, für eine Projektentwicklung ist natürlich wichtig, dass du dir über Kosten Gedanken machst. Okay. Und was für Budgets brauchst du, ja. Hast du das Grundstück schon? Vielleicht musst du erst ein Grundstück erwerben, ja. Und natürlich das, was du drauf baust. Also ja, auf jeden Fall. Zweiter Caipirinha. Ja, ansonsten, jetzt werde ich ein bisschen, ja, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, aber vielleicht hast du ja noch ein bisschen mehr. Also ist tatsächlich, aber du hast schon mal auf jeden Fall 2 von 3 wichtigen Punkten, hast du auf jeden Fall schon mal erraten. So ein Bauprojekt besteht immer aus so einem Dreieck zwischen Grundstück. Was fange ich mit dem Grundstück an? Also Nutzen, ja. Okay. Baue ich da einen Supermarkt drauf, ein Wohngebäude, ein Produktionsgebäude? Darf ich das überhaupt da drauf bauen? Ja. Habe ich den Nutzer, der mir da auch Miete zahlt dafür? Und dann natürlich das Geld, die Kosten, das Budget, ne? Ich dachte, man kann einfach so aus Spaß bauen, was man möchte. Geht nicht, ne? Ja, leider. Ein Flughafen einfach mal hier in Bayerstein zum Beispiel ist nicht möglich. Nee, nicht Okay. wirklich. Vielleicht ein Hubschrauberlandeplatz, müssen wir mal dran arbeiten. Auf jeden Fall, das ist so dieses magische Dreieck, woraus sich so ein Projekt entwickeln lässt. Ne? So, da gibt es natürlich noch mehr Faktoren, aber das sind so die Kernsäulen, ja, so dieses Dreieck. Und dann gibt es natürlich noch mehr Bestandteile so in der Projektentwicklung, wo du sagst, okay, das benötige ich, um überhaupt Projektentwicklung zu machen. Und das ist zum Beispiel der kaufmännische Bestandteil. Also du kannst eine rein kaufmännische Projektentwicklung machen. Man unterscheidet auch zwischen kaufmännischer und technischer Projektentwicklung. Ja, das kannst du natürlich noch in viele andere Bereiche ausweiten. Aber die wichtigen Unterscheidungsmerkmale sind die kaufmännische Projektentwicklung. Also es gibt Leute, die rein über eine Excel-Tabelle dir ein Projekt berechnen und dir dann genau die Rendite auswerfen. So, ja. Aber dann wissen sie noch nicht, wo ist der Eingang oder wie viel Fläche kriege ich wie viel Abstandsfläche kann ich genau auf diesem Grundstück unterbringen, ja. Also die Excel-Tabelle sagt mir ja nur, du hast, 10.000 Quadrat oder 100.000 Quadratmeter Fläche, ja. Aber die sagt mir nicht, ist das Grundstück jetzt länglich gezogen, ja. Und wenn ich da dann die Abstandsfläche mache, dann habe ich irgendwie so ein längliches Gebäude, dann habe ich vielleicht meine Landebahn fürs Flugzeug, ja. Aber dann kriege ich da keinen Supermarkt unter, weil der Supermarkt so viele Regale oder keine Ahnung, ist irgendwie nicht rentabel, das so zu bauen oder sowas. Ne? Also von daher brauchst du am Ende des Tages auch eine technische Projektentwicklung. Das heißt, du musst auch mal ein Quadrat drüberlegen, mal einen Plan drüberlegen. Du musst auch mal ein paar Grundlagen besorgen, ja, also vielleicht mal einen Vermesserplan besorgen. Du musst mal gucken, liegt das Grundstück so im Hang drin, ja, kugel dir dann die ganzen Regale um, ja, von deinem Supermarkt, ja, oder musst du viel Hang abtragen, was dann vielleicht auch wieder dem kaufmännischen Projektentwickler interessiert, weil er dann sagt, okay, dann müssen wir da viel mehr Kosten für Hangabfangung oder sowas einplanen und dann wird die Rendite wieder schlecht, dann kannst du gleich das Ding verwerfen. Du siehst, also mit solchen Grundgedanken in der Projektentwicklung kannst du schon mal viel drehen, ob das Ding einen Sinn macht oder nicht. Ne? So. Da gibt es natürlich noch so visionäre Themen wie, ja, wir bauen einen Flughafen hier in Beidstein, wo unser Unternehmen angesiedelt ist hier mega auf dem Land, will ich nur dazu sagen. Und, Idyllisch. Und man könnte aber sagen, okay, wir bauen genau hier ist der richtige Platz für einen Flughafen, Metropolregion, ja, hier kommen die Leute aus Zürich und sonst woher gefahren, ja, 3 Stunden Anfahrt aus München, weil das einfach hier der mega Future-Flughafen ist, ja, wo wahrscheinlich emissionsfreie Flugzeuge fliegen und Elektroflugzeuge oder was weiß ich was, ja. Viel Spaß bei der Diskussion mit den Nachbarn und alles, mit Frankfurt. Alles emissionsfrei, also findet alles lautlos statt, ja. Man hört nichts von dem Flughafen. Der leuchtet ja auch nicht, dass die Fledermäuse hier nicht irritiert sind und so. Wir haben die Mega-Vision, ja, und wir bauen da eine Glaskugel drüber, ist witterungsabhängig, ja. Und mit Hotels und so weiter, hier 50.000 neue Arbeitsplätze, ja. Apple und wie heißen sie, die ganzen Großen kommen hierher und siedeln sich hier an, weil alle hier an diesem Flughafen sein wollen. Also so viel zum Thema Bestandteile der Projektentwicklung. Genau. Genau, ihr müsst aber visionär sein. Also ein bisschen visionär denken ist auch Projektentwicklungsthema. Also sehr cool, Malte. Jack, hast du schon mal 2 Caipirinhas verdient? Super, ich erinnere mich. Wir müssen hier unten immer so Caipirinhas einblenden für Malte. So Mini-Caipirinhas, das ist super. Geil. Okay, was haben wir noch in der Projektentwicklung? Wir haben die Phase der Projektinitiierung. Was verstehst du denn darunter? Ja, klingt nach einem Start, ne? Also irgendwie etwas initiieren, ne? Das Wort sagt es ja im Prinzip. Also wenn der Projektentwickler, die Projektentwicklerin sich das zusammensammelt, im Prinzip seine Bestandteile, dann wird er wahrscheinlich sagen, okay, jetzt lege ich los und fange mal an, das Ganze zu entwickeln, ne? Also setzt sich an den Schreibtisch und wird wahrscheinlich in die Tasten hauen, gehe ich von aus. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, initiieren möchtest, dass das Büro umgebaut wird, was machst du denn dann als erstes?
Wo fängt man an? Holst du erstmal alle an einen Tisch, oder? Ach so, ja, klar. Okay. Ich habe ja Kick-Off gesagt, das war im Prinzip so meine Art und Weise. Dann bist du auch offiziell der Initiator. Ja, wenn, du sagst, Meeting. wenn du sagst, ich habe jetzt hier die Idee, ja, für den Flughafen, ja, und ich bringe alle mit, die dafür verantwortlich sind oder die da mitwirken. Stakeholder, ne? Alle Stakeholder an den Tisch holen. Genau, sehr gut. Ja, das ist Komm. gut. Sehr gute Antwort und nochmal hier gleich ein Learning eingeworfen. Malte kriegt hier nochmal Ding, Ding. Nochmal 2 Caipirinha von mir spendiert. Super. Gut, ja, also wir haben diese Projektinitiierungsphase. Du musst ja auch vorstellen, zeitlich sind wir mit der Projektentwicklung immer vor einem Projekt, sage ich immer so. Ne? Also da gibt es für mich noch kein Projekt, sondern da werkeln wir so rum, haben wir so unser Labor, ja, und mischen so ein bisschen, gucken Farben und Chemie und so weiter. Wie kann so ein Projekt entstehen? Ja? So, wenn wir initiiert haben, so dann hast du ein paar Leute mit auch begeistern können, ja. Und dann sagt der eine, Mensch, ich habe da jemanden, der kann das Ding finanzieren. Dann kommt der andere und sagt, Mensch, ich habe da ein Grundstück. Ja, so, was passiert denn dann? Und dann wird alles ein bisschen konkreter, oder? Werf noch ein bisschen ein, kannst du dir noch ein bisschen mehr unter Konkretisierung vorstellen? Weil es ist die Phase dann in der Projektentwicklung, die Projektkonkretisierungsphase. Ich habe jetzt schon ein paar gute Brücken gestellt. Ja, ne, also es sind auf jeden Fall alle an einen Tisch irgendwie oder alle sind irgendwie, es sind mehrere Personen beteiligt inzwischen. Und jetzt, wenn man es nochmal konkretisiert, würde ich sagen, dass man das nochmal alles durchplanen muss oder wahrscheinlich nochmal prüfen muss, ob es auch so realisierbar wäre, wie man sich das vorstellt von Anfang an. Ja, also sehr grob, kriegst nur einen halben Caipirinha, jetzt gibt's so Shots, aber ja, also schon, also du bist ja noch nicht wirklich in dem Projekt, in der Planungsphase, aber du planst natürlich schon, du arbeitest mit Visionen. Und wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, es gibt ein Grundstück, ja, dann konkretisiert sich das schon. Wenn du noch gar kein Grundstück hast, dann musst du erstmal das Grundstück finden, um zu konkretisieren. Also ich würde fast sagen, auf diese 3 Säulen, wenn du da schon mal eine Definition findest, dann wirst du schon konkreter. Ja? Also wenn du sagst, ich hab die Idee für einen Flughafen, ich hätte vielleicht jemanden, der das investieren kann, aber ich habe gar kein Grundstück oder gar keine Region, ja, dann bist du noch in der Initiierung, dann musst du initiieren. So. Aber wenn du dann sagst, okay, ich habe einen Flughafenbetreiber, der so ein Ding betreibt, ich habe tatsächlich auch ein Grundstück gefunden, wo das möglich wäre, und mit den Faktoren und mit meinem kaufmännischen Projektentwickler, der haut das Ding mal in eine Excel-Tabelle rein und sagt, jo, das Ding kostet, was weiß ich, 50 Milliarden. Und du sagst, ja klar, 50 Milliarden, hätte ich hier einen Scheich von Beilstein, der könnte mir das auch finanzieren, dann bist du schon sehr konkret, ja. Das würde ich jetzt mal so grob unter Projektkonkretisierung verstehen und mehr dazu natürlich in unseren Seminaren. Baugefühle. Wir waren gerade mittendrin, ich glaube irgendwie so am Ende der... Ja, wir wurden gerade unterbrochen. Ganz kurz, wichtiger Anruf von der Zentrale aus Brasilien. Ja. Überhaupt kein Problem. Haben wir auch so eingeplant gehabt. Dann konnte ich auch mal einen Schluck Wasser nehmen. Ja. CEO. Genau, CEO, zukünftig. Nee, gut, wir waren ja bei der Projektrealisierung. Also wir haben vorhin die Initiierung, die Konkretisierung besprochen gehabt. Was ich vergessen habe, ist, es gibt auch noch eine Konzeptionsphase in dem Ganzen, ne? Aber wichtig ist einfach zum Verstehen, Initiierung, Konzeption, Konkretisierung, dass es da verschiedene Stufen gibt in der Projektentwicklung, von denen man spricht, ne? Eine Frage habe ich hier. Wie lange, kannst du mir mal so ein Beispiel geben, wie lange sowas dauern würde? Sagen wir mal, also das hängt natürlich vom Projekt ab, aber gib mir einfach mal ungefähr so einen Zeithorizont, dass ich sowas mal verstehe. Also ich habe sowas schon über 3 Jahre gemacht. Das ist natürlich lang. Ja. Ich habe, weil dann zum Beispiel, da sind dann zum Beispiel die Nutzer abgesprungen, hast wieder neue Nutzer suchen müssen. Dann hat sich irgendwas verändert, dann ist zum Beispiel einer aus der Projektentwicklungsgesellschaft abgesprungen oder verstorben, auch schon passiert, ja. Ein Investor ist abgesprungen oder pleite gegangen. Also da gibt es dann unterschiedliche Gründe, warum sich sowas zieht, aber das kann sich ziehen einfach. Ne? Wir haben aber auch schon, wenn man sagen würde, okay, zu einer Projektentwicklung gehört auch eine Machbarkeitsstudie. Also es wäre dann so, sage ich mal, die Konzeption oder die Konzeption, Initiierung, von der Initiierung bis zur Konkretisierung, da gibt es dann immer eine Machbarkeitsstudie. Okay. Und wenn man das so einberechnet, haben wir da auch schon mal die Entwicklung in einem halben Jahr geschafft. Ne? Okay, also ein halbes Jahr, es kann aber auch bis zu 3 oder länger. Aber da war dann das Grundstück vorhanden und so weiter. Ne? Aber wenn du überlegst, allein ein Grundstück zu kaufen, dauert schon länger unter Umständen. Okay. Ja.
die Verhandlungen und so weiter. Und natürlich Projektgröße, ne? Weil wenn wir jetzt vom Einfamilienhaus sprechen, das wird wahrscheinlich ruckzuck gehen oder schneller. Gar nicht mal, also da Nee. dauert ein Grundstückkauf unter Umständen auch länger. Ne? Also kann auch schnell gehen, klar. Wir stecken gerade in der Projektentwicklung, wo wir die Kaufverträge machen, aber wir dann schon quasi eigentlich jetzt schon Planungen veranlassen und dann auch im Kaufvertrag mit aufschiebenden Bedingungen arbeiten, weil einfach der Käufer möchte, dass er erst mit Baugenehmigung dann das Grundstück kauft, ja. Und das hat dann natürlich enorme Auswirkungen auf alles. Ne? So. Ist das tatsächlich ein großes Risiko auch? Weil es kann ja sein, dass man in der Entwicklung merkt, es ist gar nicht machbar und dann hat man schon die Planung begonnen. Ja, also er ist halt sehr stark an seine Nutzung gebunden. Ne? Wenn Ja. du jetzt natürlich Investor bist, der jetzt sagt, okay, ob ich da jetzt einen Supermarkt reinhaue oder ein Ärztehaus reinhaue, dann ist was anderes. Ne? Aber hier geht's um Industriebereich, sehr großen Industriebereich, wo wir dann auch Lärmemissionen haben, wo wir auch mit Schadstoffen arbeiten. Und es hat sich ja sehr viel getan, was das Bundesemissionsschutzgesetz betrifft. Da sind dann halt sehr viele, ich sage jetzt mal, Fragen aufgekommen zur Verwirklichung auf diesem Grundstück und da will der natürlich seine Rechtssicherheit haben. Ne? Und dann vermischen sich natürlich dann auch die Themen miteinander, ne? Oder können sich vermischen oder sie können sich auch eine Länge ziehen. Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass wir den Abschluss schon vor 4 Wochen machen und jetzt sehen wir, dass wir in 8 Wochen noch nicht fertig werden. Also Okay. weil einfach neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Wir arbeiten mit Hochdruck alle dran, aber Ich wollte auch nicht zu sehr abschweifen. Das war ja, nur, nur aber mal so. es ist eine interessante Frage, wie lange dauert so eine Projektentwicklung? Ne? Also wie gesagt, Realisierung, da geht's dann schon wirklich ans Eingemachte, da fängt man an zu budgetieren, da fängt man an, Budgets, Planer herzuholen, ja, vielleicht auch schon die ersten Planer zu beauftragen, um einfach dann wirklich das Projekt anrollen zu lassen. So, ne? Und ja, also das ist so das große Thema. Was wir bei dem Modul Projektentwicklung auch mit liefern wollen, sind Tabellen, Beispieltabellen. Wir hauen auch gerne ein paar Beispiele dazu, wie man ein Mehrfamilienwohnhaus, wie man ein Produktionsgebäude oder so kalkuliert. Da müssen wir schauen, was wir da an guten Beispielen haben. Muss natürlich auch alles irgendwo nachvollziehbar sein. Wäre natürlich cool, wenn wir das hinkriegen, dass wir von den oder von Auftraggebern dann auch das Okay bekommen zur Veröffentlichung. Das ist noch gerade in der Entwicklung. Also es gibt schon Unterlagen, aber wir haben da, sage ich mal, mit Verknüpfung zu einem wirklich geplanten Projekt brauchen wir immer datenschutzmäßig da das okay. Und da sind wir noch dran, würden wir aber Zur auch Not in Zukunft generische noch Beispiele können wir auch erstellen. Ne? Genau. Also auf jeden Fall gibt es Tabellen, womit ihr arbeiten könnt, womit auch Profis arbeiten. Das sind aber einfach gehaltene Tabellen, die müssen natürlich auch verstanden werden. Die können natürlich auch ins Unermessliche betrieben werden mit Verknüpfung und so weiter und so fort. Und wir wollen euch einfach einfache Beispiele mitgeben. Ihr sollt ja jetzt nicht die Oberspezialisten werden in dem Sektor, sondern ihr sollt es roundabout verstehen und auch schnell umsetzen können und schnell in die Praxis einsteigen können. Das ist so unser erstes Ansinnen. So. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, wie gesagt, kontaktiert uns jederzeit. Können wir auch ein bisschen was liefern dann. Genau. Wir werden auch wahrscheinlich Beispiele von Präsentationen mitliefern. Wir haben verschiedene Mustervorlagen. Wir sind noch nicht ganz schlüssig, welche wir davon mitliefern. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall 1, 2 gute Musterpräsentationen mitschicken, die man immer wieder so Vorlagen einfach, die man anwenden kann, wo man dann Projektinhalte reinschmeißen kann für die Projektentwicklung. Wir arbeiten da ganz easy in PowerPoint, weil es sich einfach bewahrt hat, dass es das Einfachste ist. Die Anwendung von Apple können wir auch nochmal raushauen. Haben wir auch Vorlagen zu und ja, wir würden euch dann nicht irgendwie eine InDesign-Vorlage oder irgendwas schicken. Das ist schon wieder zu spezifisch. Und ich glaube, mit dem anderen kann jeder was anfangen, muss kein teures Programm kaufen. Und dann funktioniert das, genau. Das sind so die Inhalte. Mehr Details dann natürlich in den Seminaren und auch in einigen Downloads, die wir hier auch zur Verfügung stellen in den Shownotes. Und auch dir, Malte, viel Spaß, wenn du Fragen hast. Wenn ihr viel Fragen habt, haut raus, kontaktiert uns, gebt uns Feedback. Wenn ihr auch mehr zur Projektentwicklung wissen wollt, auch in den Social Medias oder so, gebt uns Bescheid. Wir machen auch gerne mal ein Interview mit bekannten Projektentwicklern. Und genau, und dann sehen wir uns im nächsten Videoteil. Mit Sicherheit. Bleibt ja noch ein bisschen. Okay.